Hallo, ihr wollt mit der Ameisenhaltung anfangen und ihr wisst nicht genau, was ihr dazu braucht? Das ist kein Problem. Heute zeige ich euch, was ihr dazu benötigt und wie das Ganze eingesetzt wird. Hallo und herzlich willkommen auf Atlantis, das Ameisenkanal. Heute zeige ich euch, was ihr für Equipment braucht, um mit der Ameisenhaltung anzufangen und wie das Ganze eingesetzt wird. Als erstes benötigt man ein Reagenzglasnest. Entweder baut man sich eins selbst, dann geht man auf der Suche nach einer Ameisenkönigin. Nachdem man die gefunden hat, kann man die hier drin aufziehen. Oder man kauft Ameisen in einen Ameisenshop. Da werden die in auch solche Reagenzgläser geliefert. Die Reagenzgläser, die ich benutze, die sind 160 mm lang und 16 mm im Durchmesser. Wenn man jetzt ein Reagenzglas hat, braucht man natürlich dazu auch eine Abdeckung. Wenn man das Ameisenröhrchen abdeckt, füllen sich die Ameisen in ihr Nest oder im Erdreich. So kann eine Königin wunderbar gründen und eine bestehende Kolonie hervorragend wachsen. Falls ihr nichts mehr verpassen wollt, was Ameisenhaltung angeht, abonniert meinen Kanal. Wir benötigen noch eine Schere. Damit können wir kleine Insekten, Mehlwürmer zerkleinern und dann den Ameisen als Futter geben. Das sind die Eiweiße. Die werden von den Larven benötigt. Wir brauchen da noch eine Spritze und eine Nadel. Dann können wir den Ameisen Zuckerwasser oder Honigwasser verabreichen. Wir brauchen noch eine Futterschale. Diese kleine Futterschalen baue ich mir aus dem Deckel eines Milchbehälters. So sieht das dann Ganze aus. Mal gut erkennen. So, das schneide ich mir hier raus. Ich werde jetzt euch noch zeigen, wie man so kleine Futterschalen macht aus diesen Deckeln. Das ist einmal eine Futterschale für die Reagenzgläser und das andere hier, das hier ist eine Futterschale für kleine Arenen, kleine Kolonien. Da mache ich immer Zuckerwasser rein oder kleine Insekten, Fliegen. Wir nehmen uns jetzt einen Deckel und ein Cuttermesser. Wir schneiden jetzt das Ganze hier ein und dann fahren wir einfach hier drumherum. Das ist schon mal fast gewesen. Schneiden wir hier das hier noch ab. So, schneiden wir das Ganze so ab. Das hier noch. Und dann haben wir hier die Futterschale für die kleine Arena gebaut. So sieht das Ganze dann aus. Wenn wir jetzt die Futterschale für die Reagenzgläser bauen wollen, müssen wir zuerst das hier bauen, dann können wir weitermachen. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Man nimmt wieder das Cuttermesser, schneidet einfach hier gerade runter, einfach geradeaus. Einfach ein gerader Schnitt. Dann die andere Seite. Nochmal ein gerader Schnitt. So. Drehe das Ganze um. Hier noch ein Schnitt. Und es ist schon die Futterschale für unser Reagenzglas. So einfach ist das Ganze. Schreibt mir bitte in den Kommentaren, ob euch diese Schalen gefallen haben. Über euer Feedback würde ich mich sehr freuen. Ein wichtiges Instrument ist noch die Pinzette und 2 Wattestäbchen, um das Reagenzglas später sauber zu machen. Jetzt zeige ich euch,
wie man diese Schälchen einsetzt. Wir nehmen jetzt eine Spritze mit Zuckerwasser, geben wir hier auf diese Schale ein Tröpfchen. So eine kleine Ameisenkolonie braucht nicht viel. Dann nehmen wir das Neströhrchen. Wir gehen davon aus, hier wären Ameisen drin. Wir schieben das Ganze zurück und schauen, wo die Ameisen sich befinden. Dann nehmen wir den Stopfen hier raus und können mit der Pinzette die Schale hineingeben. Danach verschließen wir das Ganze und warten, bis die Ameisen ihr Futter gefressen haben. Wenn wir das Ganze rausnehmen möchten, ist ganz einfach, das ganze Prozedere wieder einmal zurück. Und zwar wir schieben die Abdeckung zurück, entfernen den Stopfen und nehmen die Schale raus. Falls hier noch Schmutz vorhanden ist oder übrig ist, nehmen wir die Wattestäbchen, können wir das Ganze noch säubern. Danach wieder das Ganze verschließen und schon haben wir unsere junge Kolonie gefüttert. Wenn ihr euch um eure Ameisen gut kümmert und sie gut füttert, werdet ihr ganz schnell eine Ameisenarena brauchen. Wie man aus so einer Kiste eine Ameisenarena für die Aufzucht baut, habe ich euch in diesem Video verlinkt. Das war's schon von mir. Bis nächstes Mal. Ciao.